Um einen Termin zu erstellen, klicken Sie zuerst auf Einstellungen. Als nächstes müssen Sie im Untermenü die Option Dienstleistungen wählen. Danach müssen Sie auf der linken Seite auf die Option Termine klicken. Bitte beachten Sie den folgenden Hinweis. Bei einem Termin handelt es sich um einen Service, wie beispielsweise eine Massage oder ein Personal Training, welcher üblicherweise als Einzeltermin angeboten wird, jedoch auch so eingestellt werden kann, dass mehrere Personen daran teilnehmen können. Sie können den Termin entweder einem bereits bestehenden Leistungsbereich zuweisen oder einen neuen Leistungsbereich erstellen. Da wir Thai-Yoga-Massagen anbieten möchten, werden wir einen neuen Leistungsbereich erstellen. Klicken Sie auf Neuen Leistungsbereich erstellen. Klicken Sie danach im Pop-up-Fenster im Bereich Termine auf Erstellen. Klicken Sie anschließend auf den Link Umbenennen, um dem Leistungsbereich einen Namen zuzuweisen. Geben Sie den Namen in das Feld ein und drücken Sie auf Ihrer Tastatur auf die Eingabetaste, um den Namen zu speichern. Klicken Sie als nächstes auf die Schaltfläche Terminart erstellen. Auf dem Bildschirm Termine erstellen müssen Sie als erstes die Terminbezeichnung eingeben. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü Appointment Category Terminart die zutreffende Terminart aus. Falls keine zutreffend ist, wählen Sie die Option Other. Anschließend müssen Sie noch eine Subkategorie im Dropdown-Menü darunter wählen. Jetzt muss die Standard-Termindauer eingetragen werden. Für dieses Beispiel geben wir 30 Minuten ein. Danach müssen Sie entscheiden, ob Sie Kunden erlauben, diesen Termin online zu buchen. Für diese Terminart aktivieren wir die Online-Anmeldung. Standardmäßig ist die Online-Anmeldung bereits aktiviert. Entscheiden Sie, ob Sie jetzt oder später den Preis für diesen Termin eingeben möchten. In diesem Beispiel geben wir den Preis jetzt ein. Obwohl die Mehrwertsteuer bereits im Preis enthalten ist, sollten Sie das Kontrollkästchen aktivieren, damit die Mehrwertsteuer auf Quittungen und Rechnungen angezeigt wird. Anschließend wird der Umsatzbereich zugewiesen, der zum Filtern der Informationen in den Berichten verwendet wird. Um die Berichte überschaulicher zu gestalten, erstellen wir in diesem Fall einen neuen Umsatzbereich für Thai-Yoga-Massagen. Nun wird die Beschreibung des Termins hinzugefügt. Sie können diese aber auch noch hinzufügen, nachdem Sie den Termin erstellt haben. Wenn Sie auf den Link Weitere Einstellungen klicken, haben Sie die Möglichkeit, die Kapazität zu ändern, falls bei diesem Termin mehr als nur eine Person teilnehmen können. Da dies nicht der Fall ist, brauchen wir hier die angezeigte Kapazität nicht zu ändern. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Erstellen. Damit der Termin gebucht werden kann, müssen Sie den Mitarbeiter hinzufügen, der für diese Art von Terminen zuständig sein soll. Navigieren Sie zum neu erstellten Leistungsbereich und erweitern Sie den Abschnitt, indem Sie auf das Größerzeichen klicken.
Klicken Sie danach auf die Option Mitarbeiter zuweisen. Und dann nochmals auf die Schaltfläche plus Mitarbeiter zuweisen. Wählen Sie aus der Liste der Mitarbeiter den zutreffenden Mitarbeiter, indem Sie das Kontrollkästchen links neben dem Namen aktivieren. Danach müssen Sie aus dem Dropdown-Menü die Art der Bezahlung wählen. Für dieses Beispiel wählen wir den prozentualen Lohnsatz. Nachdem Sie die Art der Bezahlung gewählt haben, müssen Sie den Prozentsatz manuell eingeben. Die Änderungen werden automatisch gespeichert. Um zum Bildschirm Termine zurückzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück zu Dienstleistungen und Preise. Navigieren Sie zum neu erstellten Leistungsbereich und erweitern Sie diesen Abschnitt, indem Sie auf das Größerzeichen klicken. Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt mit dem Hinweis, dass für den Mitarbeiter die Terminverfügbarkeit geplant werden muss. Klicken Sie auf die Schaltfläche Terminverfügbarkeit der Mitarbeiter eingeben. Auf dem Bildschirm Alle Mitarbeiter müssen Sie bei dem zutreffenden Mitarbeiter links in der Spalte Terminverfügbarkeit auf den Link Bearbeiten oder Erstellen klicken. Auf dem Bildschirm Verfügbarkeit erstellen müssen Sie oben rechts auf die Schaltfläche Neue Terminverfügbarkeit erstellen klicken, falls für den Mitarbeiter bereits Terminverfügbarkeiten erstellt wurden. Da dies nicht der Fall ist, erweitern Sie im Bereich 1 das Dropdown-Menü Für welchen Leistungsbereich bietet der Mitarbeiter zurzeit Termine an, um sicherzustellen, dass Thai-Yoga-Massagen aktiviert ist. Danach müssen Sie im Bereich 3 Datumsbereich, Wochentage und Zeit eingeben. Anschließend können Sie im Bereich 4 festlegen, wie der Termin öffentlich angezeigt werden soll. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Erstellen. Jetzt wissen Sie, wie Sie einen Termin erstellen.